Du möchtest deine Front von deinem Haarsystem neu mit Tapes verkleben und dafür für eine optimale Klebekraft sorgen. Dann zeige ich dir in diesem Video genau, wie das geht. Dafür benötigst du einmal die Cleansing Tonic, ein Stückchen Watte, ein Stielkern zum Rammdrücken und natürlich das Tape an sich. In diesem Fall benutze ich das Lace Front Tape. Zum Lösen der Front sprühst du das Cleansing Tonic durch die Lace auf deine Kopfhaut und arbeitest das Produkt leicht mit den Fingerspitzen ein. Sobald sich die Front löst, ziehe sie vorsichtig nach oben. Arbeite dich weiter vor, indem du das Produkt direkt zwischen Lace und Kopfhaut sprühst. Klappe deine Front nach oben und klippe sie fest. So hast du beide Hände frei für die nächsten Schritte. Nimm etwas lose Watte und tupfe sie auf deine Kopfhaut. Die Watte bleibt an dem verbliebenen Kleber haften. Mit weiteren Sprühstößen Cleansing Tonic und einem Wattebausch lassen sich die Klebereste dann ganz leicht entfernen. Arbeite dafür mit kreisenden Bewegungen. Ist deine Kopfhaut vollständig von Kleberückständen befreit, reinige auch die Lace deines Haarsystems. Nimm hierzu ebenfalls Watte, lass jedoch das Cleansing Tonic weg. Wenn du zusätzlich zu Klebestreifen einen Klebkraftverstärker wie den Max Hold Sport nutzen willst, markiere als nächstes deine Haarlinie mit einem weißen Kajal. Löse dafür die Clips, klappe deine Front herunter und markiere mit kleinen Punkten deine spätere Haarlinie. Benutzt du nur Klebestreifen, brauchst du die Markierung nicht setzen. Bereite dir nun deine Klebestreifen vor. Mit einer kleinen Schere kannst du jeden Klebestreifen ganz einfach passend zurechtschneiden. Klebe die Klebestreifen vorn an deine Lace. Wichtig: Achte darauf, dass deine Lace komplett trocken und ölfrei ist. Nur dann wird der Kleber verlässlich halten. Ziehe die Schutzfolie der Klebestreifen ab, löse die Clips und klappe deine Front herunter. Nimm den Stielkamm, um die Lace am Ansatz sanft in den Klebestreifen einzuarbeiten. Für die Partie dahinter nimm am besten deine Fingerspitzen. Nun ist deine Front wieder frisch und du bist bereit für neue Abenteuer. Ja, auch in diesem Video habe ich wieder einen Expertentipp für euch. Nehmt euch eine Schere zur Hand. In diesem Fall habe ich das schon einmal gemacht. Ich habe die Klebestreifen halbiert und manchmal hat man das Problem, dass jede Haarlinie von der Winkelform ein bisschen anders ist. Sollte der Klebestreifen einfach eine kleine andere Form haben oder ein bisschen nicht direkt zu der Kontur passen. In dem Fall, wenn ihr den Winkel einmal durchtrennt habt, könnt ihr selber den Winkel, also die Winkelform ändern und somit direkt an die Kontur kommen von eurem Haarsystem. Möchtet ihr zusätzliche Klebekraft zu euren Tapes dazu gewinnen, dann empfehle ich euch einmal dieses Video. Da geht es um den Max Hold Sport. Das ist ein Kopfhautdeo und da könnt ihr genau schauen, wie dieser Max Hold Sport angewendet wird.